Was jetzt kommt, wird vielleicht nicht jedem gefallen, aber es ist eines der ganz großen Streitthemen unserer Zeit. Ich bin Julia Ruß und wir von Klar sagen, was falsch läuft. Hey, keine schlechte Idee, oder? Das könnte ich eigentlich vor jedem meiner Videos jetzt machen, oder? Es könnte euch nicht gefallen, weil das ist so eine herrliche Möglichkeit zu sagen, nur weil dir das nicht gefällt, heißt es nicht, dass ich nicht recht habe. Du woker, linker, Gutmensch, du, nimm das. So smart, Leute, so smart. Das fällt wirklich einem nur ein, wenn man quasi zwangssteuerfinanziert wird und sich nicht fragen muss, ob das gut oder schlecht ist, was man da gerade produziert, ob es vielleicht schädlich, falsch oder sogar bösartig ist. Ja, aber reden wir jetzt mal nicht über Markus Lanz und die Talkshows. Reden wir über das neue NDR-Format Klar. Klar, K-L-A-R. Und viele von euch haben mir entweder die erste Folge des geplanten Vierteilers geschickt oder die Reaktion von Tobias Huch darauf. Und beide sind für sich genommen wirklich wild. Und daher haben wir heute die Ehre, mal darüber zu sprechen. Und ich versuche euch zu erklären, warum es gar nicht so vom Inhalt her schlimm ist, sondern vielmehr von seiner Machart her. Weil, ja, die ist übel. Wirklich, wirklich übel. Und ja, mir gefällt es nicht. So viel sei schon mal verraten. Die Erinnerungen kommen wieder hoch. Vor 2 Jahren wurde Michael Küraths Tochter von einem Asylbewerber getötet. Anne-Marie war das einzige Kind der Familie. Es gibt mal bessere und es gibt mal weniger gute Tage, aber im Endeffekt ist es natürlich für uns alle, die Betroffenen, immer wieder präsent. Anne-Marie Kürath war 17 Jahre alt, als sie in Brokstedt in einem Regionalzug mit 26 Messerstichen getötet wurde. Auch ihr Freund Danny wurde erstochen, als er versuchte, sie zu schützen. Seit der Bluttat in der kleinen schleswig-holsteinischen Gemeinde begleiten wir Michael Kürath, wie hier beim 1. Jahrestag in Brokstedt. Er kämpft seit dem Tod seiner Tochter für eine neue Migrationspolitik mit mehr Kontrolle und Sicherheit. Okay, was ihr gerade gesehen habt, ist die erste Szene von Klar. Sie beginnt mit einem Hinterbliebenen, zeigt seine Tränen, sie thematisiert eine wirklich fürchterliche Tat, fast schon voyeuristisch, wenn ihr mich fragt, und leitet über zu: Und deswegen will der Vater von Anne-Marie eine andere Migrationspolitik, mehr Kontrolle und mehr Sicherheit. Und was hier passiert, ist erzählerisches Handwerk, nicht wahr? Die AfD würde sagen, es ist Framing. Weil was wir als Zuschauer hier bekommen, ist eine Linse, die wir ab jetzt vor den Augen haben, durch die wir durchschauen und aus der wir heraus alles weitere Gesagte betrachten werden. Wir fühlen mit dem trauernden Vater, spüren sein Leid und klar ist halt dabei so wenig subtil, dass es einem fast schon körperliche Schmerzen verursacht. Weil die Frage bleibt nicht mal zwischen den Zeilen stehen. Sie ist die Alibi-Einleitung der Sendung, um auch gar keinen Zweifel zu lassen. Unser Thema heute: die illegale Migration. Wir schauen auf die Folgen unserer Asylpolitik. Behörden sind überfordert, immer mehr Städte und Gemeinden am Limit. Und es passieren Verbrechen. Das alles schildern wir euch aus der Sicht von Betroffenen. Und wir starten mit einem Vater, den bis heute der Gedanke quält: Hätte der Tod seiner Tochter verhindert werden können? Und versteht mich jetzt nicht falsch. An der Frage ist erstmal gar nichts Problematisches, weil so eine Frage natürlich einen Gedankengang auslösen soll. Problematisch wird sie durch das gesehene Framing, weil die Antwort ist schon nach 1 Minute und 30 Sekunden vom NDR quasi für uns beantwortet worden. Sie lautet natürlich ja. Und um diese Botschaft eben nach Hause zu bringen, hat man dann halt auch den einen wirklich glasklaren Fall genommen, wo man Behördenversagen wirklich anführen muss. Und hier gibt es gar keine Argumentation dagegen. Es ist hier ganz klar ja. Niemand hätte sterben müssen, wäre Ibrahim A. nicht aus dem Gefängnis entlassen worden und hätte man das irgendwie lückenlos in den Behörden weiter verfolgt. Der Palästinenser ist ein abgelehnter Asylbewerber, genießt jedoch subsidiären Schutz, kann also nicht in die Palästinensergebiete abgeschoben werden. Also hast du halt hier jemanden, den du hier halt auch von Gesetzes wegen hier nicht haben willst, der gefährlich ist, den du aber auch gesetzesmäßig nicht abschieben kannst, und den lässt du aus dem Gefängnis frei und er mordet dann. Hat hier das System funktioniert? Nein. Weil es sozusagen hier die Sollbruchstelle ist. Und das zu kritisieren ist richtig. Aber das NDR macht das eben nicht analytisch, sondern emotionalisierend. Und soll ich euch sagen, wie klar an Michael Kürath gekommen ist? Der Mann ist seit einem Jahr
Die Linse, durch die das NDR die Geschichte von Brokstedt eben erzählt. Auch in einem Artikel von Mai 2024 leitet man mit ihm und seinem Leid die Geschichte ein. Wie gesagt, das kann man schon so machen. Aber man muss eben auch wissen, dass man damit eine Geschichte auf ein Gleis setzt und aus diesem Gleis dann auch nicht mehr während der Fahrt rausspringen kann. Und weil das eben so ist, wird die ganze Geschichte ab hier schon jetzt auch ein bisschen absurd. Weil das NDR zeigt auch das hier. Auch am 22. Januar 2025 sind wir bei ihm, am Abend der Bluttat von Aschaffenburg. In Aschaffenburg hat es heute einen Messerangriff gegeben. 2 Menschen wurden getötet. Eines der Opfer ist ein Kleinkind. Der Angreifer ist nach Angaben der Polizei ein 28-jähriger Mann aus Afghanistan. Mit einem Küchenmesser hatte er eine Kindergartengruppe angegriffen. Ein 41-jähriger Passant wollte helfen und wurde ebenfalls getötet. Und hier möchte ich einmal wirklich ein ganz großes Lob an das NDR aussprechen. Es ist wirklich nicht leicht, ganz spontan direkt zum Beginn der Tagesschau um 20 Uhr schon mal ein komplettes Wohnzimmer einfach auf Verdacht auszuleuchten, einen Gesprächspartner zu verkabeln, den Ton der Nachrichtensendung so klar aufzuzeichnen, als wäre er nachträglich erst eingespielt worden, genau wie dieses Bild, was sie aufgenommen haben, ohne jede Störung durch eine Kamera. Und dann auch noch, dass sie es geschafft haben, die Reaktion des Mannes, die so plakativ ist, auf diese Nachrichten auch noch aufzufangen, sie zu zeigen und damit ihn als Linse des Beitrages einfach nochmal zu verstärken. Obwohl man in der Reflexion in der Scheibe im Hintergrund sehr klar sieht, dass da gar kein Fernseher wohl lief in dieser Szene. Das ist technisch so meisterhaft gemacht, dass man denken könnte, das alles wurde nur für den Effekt des Momentes vom NDR nachgestellt, um eine Geschichte zu erzählen. Moment. Kann es sein, dass hier das NDR im Nachgang das alles nachgestellt hat? Die Rollladen auch deswegen so gut verschlossen waren, damit man vielleicht nicht die wahre Tageszeit erkennen kann? Und sitzt Michael Kriert eigentlich immer mit Turnschuhen auf der Couch? Und warum lässt man dem Mann eine Tat einordnen, von der er angeblich erst vor 10 Sekunden erfahren hat? Und warum äußert er sich dann zu Politikerfloskeln, die in dem Beitrag der Tagesschau gar nicht gezeigt werden? Es ist eigentlich schwer zu verstehen und schwer zu begreifen. Es sind seit Jahren dieselben Taten, auch hier wieder, wie in unserem Fall in Brokstedt. Es ist dasselbe Täterprofil, es ist nahezu derselbe Tathergang. Es sind wahrscheinlich dieselben Tatmotive. Es gleicht sich alles inklusive der Floskeln der verantwortlichen Politiker im Nachgang dazu. Kann es unter Umständen sein, dass hier die Redaktion von Klar eine Geschichte schon geschrieben hatte und einem daher auch die verständliche, aber rechtsstaatlich schwer umsetzbare Forderung eines betroffenen Tathintergründe nicht zu ermitteln, sondern direkt Bestrafungen auszusprechen, ganz recht gekommen ist? Wer weiß. Und auch keinen Angehörigen interessiert es wirklich, ob der Täter nun traumatisiert, psychisch krank oder sonstiges war. Es sind die Angehörigen verloren und die sind nicht wieder da. Und wir sollten aufhören, ständig nach Ausreden zu suchen, warum jemand jemanden umgebracht hat. Es geht hier um Mord und es geht hier darum, dass Menschen und Kinder ihr Leben verlieren. Ja, okay, aber was ist die Konsequenz einer Aussage? Sollen wir jetzt alle Straftäter einfach hängen, weil es doch keinen interessiert, was hinter der Tat steckt? Also nochmal, wäre ich Vater eines ermordeten Kindes, ich würde zur Treibjagd auf die Täter aufrufen, egal was das Gesetz sagt. Aber wenn man mal nüchtern einfach einen Schritt aus Betrachter weggeht und die sehr berechtigte Wut einfach mal ein bisschen wegschiebt, dann muss man halt auch feststellen, wenn wir sowas machen, dann sind wir einen Schritt vom Film The Purge entfernt. Und der Film fängt dann halt an, über Messerangriffe zu sprechen und schneidet zur Moderatorin zurück. Und die sagt dann das hier. Wie sehen die Zahlen aus? Im vergangenen Jahr gab es laut Bundeskriminalamt insgesamt mehr als 29.000 Bedrohungen und vollendete Messerangriffe. Das BKA erfasst allerdings nicht, wer dahinter steckt. Aus den Statistiken der Bundespolizei wissen wir aber, dass circa die Hälfte der ermittelten Tatverdächtigen in Bahnhöfen und Zügen nicht deutsche Männer sind. Wir werden euch später nochmal ein Beispiel zeigen. Aha, aber ist es nicht interessant, dass hier extra so eine ganz spezielle Statistik zu Bahnhöfen und Zügen herangezogen wird? Sie basiert nämlich auf einer Antwort des Bundestages auf eine kleine Anfrage der AfD-Fraktion im Bundestag. Und sie wurde ganz gezielt nach dem Terror von Brokstedt so gestellt, dass sie das Sichtfeld nur auf Bahnhöfe und Züge einengt, weil die AfD nämlich Brokstedt für sich instrumentalisiert hat.
Und die Antwort der Bundesregierung war knapp: Die Mehrheit aller Straftaten an Bahnhöfen werden von Deutschen begangen. 10.476 im Jahr 2024. 9.222 Straftaten wurden von nicht-deutschen Staatsangehörigen begangen. Bei sexuellen Übergriffen sind die Nicht-Deutschen in der Mehrheit. Bei Waffendelikten wiederum die Deutschen, genauso wie bei Betäubungsdelikten. Dafür klauen Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft öfters in Zügen und an Bahnhöfen. Und das steht alles in der Antwort der Bundesregierung. Aber das NDR beschränkt sich auf sowas. Aus den Statistiken der Bundespolizei wissen wir aber, dass circa die Hälfte der ermittelten Tatverdächtigen in Bahnhöfen und Zügen nicht deutsche Männer sind. Warum nimmt man also eine Anfrage der AfD als Basis so eine Aussage? Formuliert es so, dass die Wahrheit schon stark verbogen wird und ignoriert die Berichte vom BKA? Weil jedes Jahr zeigt die Polizei sehr deutlich auf, wie die Zusammensetzung von Straftaten im Kontext von Flucht und Migration zu bewerten sind. In der aktuellsten Version von inzwischen leider aber auch schon 2023 sieht man dort, Zuwanderer machen in der Gesamtzahl der Tatverdächtigen nie mehr als 13% aus. Ganz dumm gerechnet, mehr als 87% aller Tatverdächtigen sind also weder Asylbewerber, weder Schutzberechtigte, weder Asylberechtigte, weder Kontingentflüchtlinge, noch haben sie eine Duldung oder sind hier unerlaubt. Aber vielleicht passt das halt nicht ins Narrativ, weil klar ist so klar positioniert, dass es fast schon wehtut. Und immer, egal was gesagt wird, hat das Negative das letzte Wort. Also was ein Mensch mit Migrantenhintergrund? Natürlich. Na, natürlich würde ich jetzt nicht sagen. Das Schlimme ist, dass wir damit wieder in vollkommen ethnische und rassistische Stereotype geraten. Weil eigentlich muss ich einen Menschen angucken, als der Mensch, der er ist und nicht als die Gruppe, aus der er kommt. Also es gibt ja auch psychisch gestörte Bio-Deutsche, wenn man so will. Ja? Ich finde das schwer, diese Geschichten aufzumachen, und ich bin sicher, wir müssten mehr psychosoziale Betreuung haben, aber wir haben ja grundsätzlich eine schlechte psychosoziale Betreuung. Ja, nur das ist mal ein Punkt, den man ganz ehrlich dann auch ansprechen muss. Das ist leider einfach zur Ehrlichkeit, wenn man sagt, wenn wir nicht mehr in der Lage sind, unsere eigenen hat aber fast niemand zu betreuen, in den letzten Tagen, dann muss man aber auch sagen, bis hier, stopp, wir können nicht mehr leisten. Das überfordert uns, und dann kommen solche Taten auch zustande, die auch meine Tochter das Leben gekostet haben. Das NDR zeigt dann noch, wie Kriat die Bild-Zeitung liest, mit sehr reißerischen Schlagzeilen, und ganz zufällig ist dann unsere Linse, eben Kriat, ausgerechnet auch an dem Tag in Berlin, als der Bundestag über den AfD-Antrag von Friedrich Merz abstimmt. Und ich sag's euch, die Redakteure von Klar, die haben vor Glück wahrscheinlich geweint. So viel perfekt passende Zufälle, die kannst du eigentlich sonst nur künstlich herstellen. Und immer ist auch noch ein Kamerateam dabei. Puh, ich sag's euch, Glückskerle, Wahnsinn. Und der Besuch in Berlin endet dann auch mit dieser Aussage. An diesem Tag nimmt die Union für ihren Antrag zur Verschärfung der Asylpolitik auch Stimmen der AfD in Kauf. SPD und Grüne lehnen den Vorschlag ab. Die Parteien der Mitte unfähig zum Kompromiss. Zum ersten Mal kommt im Bundestag ein Antrag nur durch die Stimmen der AfD durch. Kürat hält die Brandmauer der anderen Parteien gegenüber der AfD für einen schweren Fehler. Er bedauert auch, dass die SPD sich weiter gegen eine Verschärfung der Migrationspolitik stemmt, obwohl in Umfragen eine knappe Mehrheit der SPD-Anhänger genau das befürwortet hat. Hoch lebe die AfD. Okay, ich glaube, ab dem Punkt ist klar, was Klar hier macht und was die Botschaft sein soll, oder? Und ich will ehrlich sein, als bei der Zeitmarke 9 Minuten und 30 Sekunden dann Kriat auch noch ins Studio von fucking Markus Lanz geht, da habe ich kurz auf die Uhr geschaut und dann innerlich geweint, als ich merkte, dass von dieser Reportage noch 30 Minuten Laufzeit übrig sind. Bäh. Und daher habe ich dann angefangen, ein bisschen zu skippen, gebe ich zu. Zum Beispiel zu einem Interview mit Professor Ruth Koopmans, der kurzerhand sagt, dass man bei Menschen, die einen zumindest erstmal augenscheinlichen Asylgrund halt mitbringen, dennoch erstmal einen Check machen sollte, welche politischen Ansichten denn diese Leute eigentlich so vertreten. Also es ist diese unkontrollierte Fluchtmigration, die das Problem ist. Wenn wir eine Fluchtzuwanderung hätten, die kontrolliert ist, wo wir zum Beispiel Menschen direkt aus den Krisenregionen aufnehmen würden über Kontingenten, wie es zum Beispiel Kanada und Australien tun, dann wäre ein Teil dieser Verfahren auch eine Sicherheitsprüfung vor Ort, sodass solche Islamisten und Antisemiten gar nicht reinkommen. Ja, und wisst ihr, so steht es ja auch in den Genfer Flüchtlingskonventionen. Lasst die rein, die politisch in euren Augen die richtigen Ansichten vertreten.
Und sonst weist diese Leute an den Grenzen ab. Ja, der Professor hier, der ist halt auch nicht unumstritten. Er ist sogar ein Posterboy konservativer Parteien und aller, die halt gerne intellektueller gegen Islam und Migration wettern möchten. Dafür wird er in der Wissenschaft seit Jahren teilweise wirklich hart angegangen und kritisiert. Und es gibt auch Vorwürfe, dass eben Koopman sehr selektiv Daten nutzt, um ein Narrativ zu befeuern. Und hey, damit passt er perfekt so klar, oder? Okay. Und in der Doku steckt einfach so viel auch handwerklich einfach Schlechtes, dass man das komplette Ding eigentlich Sekunde für Sekunde anschauen müsste, um alles zu finden. So wird auch das Thema Antisemitismus, Frauen- und Judenhass thematisiert, was wirklich eine wirklich große und wichtige Baustelle in diesem Land ist. Und naja, gerade von radikal-islamischen Bewegungen, wie auch diesen Pro-Palästina-Demonstrationen, die gerade nach dem 7. Oktober auch in Deutschland wieder Oberwasser haben, ganz schön vorangetrieben wird. Und um dieses Problem einzuordnen, hat sich Klaber mal wieder einen Mann gesucht, den man sehr gut verstehen kann, aber der halt auch niemals ein neutrales Bild auf diese Sache werfen kann. Ja, der hat halt eine extrem gefärbte Meinung, die er mitbringt, und damit hat er halt auch eine bereits für uns voreingestellte Linse. Levi Salomon bereitet sich auf einen langen Tag vor. Er ist Gründer und Kopf des Jüdischen Forums für Demokratie und gegen Antisemitismus. Mit seiner Kamera dokumentiert Levi Salomon judenfeindliche Aktionen. Mit Sorge betrachtet er, wie seine Arbeit über die Jahre immer gefährlicher wurde, besonders seit den Anschlägen der Hamas auf Israel vom 7. Oktober. Auch unter den Flüchtlingen aus Syrien gebe es Judenfeindlichkeit. Wir haben 1 Million Menschen, welche haben das Antisemitismus mit Muttermilch gesaugt. Die kommen aus dem Land, welche Antisemitismus war das Staatsdoktrin. Die tragen keine Schuld daran. Die sind in einem Land aufgewachsen und denen bestimmte Werte wurden weitergegeben. Die haben das nicht dafür. Aber wir, welche wissen das ist Bescheid, wir müssen etwas unternehmen. Ja, also wir müssen jetzt nicht wirklich darüber diskutieren, dass diese Leute, die die Palästina-Flaggen da schwenken und doch die Hamas meinen, zum großen Teil eine gewaltige Schande für unser Land sind. Das wissen wir auch fast alle in diesem Land. Aber ist es nicht auch problematisch, dass man diese Aussage, alle Syrer sind eigentlich Antisemiten, weil sie gehirngewaschene Schafe sind, halt einfach so stehen lässt? Hätte man das nicht einordnen müssen, indem man zum Beispiel sagt, ja, Israel führt halt aktuell da unten auch einen brutalen Krieg. Und die sind da genauso radikal eingestellt, haben eine rechtsnationale bis rechtsextreme Regierung, die Fremdenfeindlichkeit und vor allem Hass auf Moslems durchaus befürwortet. Und Israel führt halt in Gaza einen, man muss es fast sagen, Vernichtungskrieg, der Millionen von Menschen bereits vertrieben hat und der die systematische Zerstörung halt ganzer Landstriche durch Israel aktuell erlebt. Wie groß wäre jetzt der Aufschrei gewesen? Glaubt mal, hätte man da einen pro-palästinensischen Filmemacher hingesetzt, der Bilder von toten Kindern und zerstörten Häusern zeigt und dann vielleicht erzählt, dass er demonstrieren geht, weil es ihn wütend macht, wie wenig deutsche Medien auch über diese inzwischen seit auch ganz öffentlich und international angeklagten Kriegsverbrechen berichten. Es hätte framing-technisch genauso funktioniert. Aber wäre vielleicht die falsche Botschaft gewesen für klar, oder? Ich habe nichts zu sagen. Nein. Du hast mir nichts zu sagen. Du hast mir betrogen. Nichts zu sagen. Hast du mir nichts zu sagen. Du bist klug. Du bist Terrorist. Du hast deine Familie verkauft. Du hast deine Familie verkauft. Nie wieder! Nie wieder für alle! Kommt zu Leute! Macht mit! Bewusst wird das deutsche Nie wieder Auschwitz mit Nie wieder für Palästina gleichgesetzt. Dieser Vergleich des Völkermords an den Juden mit dem Angriff Israels auf Gaza kann laut Experten als eine Holocaust-Verharmlosung gesehen werden. Okay, ihr merkt schon, oder? Wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, wie etwas gemacht wird. Und hier ist halt auch mein eigentlich größter Kritikpunkt. Weil klar ist halt aufgebaut wie ein Artikel der Bild-Zeitung. Selektive Darstellung von Fakten, Framing, Emotionalisierung und plakative Aussagen, die nicht eingeordnet werden. Man kann das Ding von vorne bis hinten anschauen und sich danach denken, ja, klar, Ausländer sind wirklich das größte Problem in Deutschland. Das sind dumme, antisemitische Leute, die ohne Bildung, ohne Wissen, unkontrolliert in dieses Land hineinfluten und dann anfangen, hier deutsche Kinder zu ermorden. Klar fühlt sich wie AfD-TV an, wie Bild oder News. Es ist, wenn man mal ehrlich ist, schmutzigster Boulevardjournalismus für die Wütenden des Landes. Verpackt in so ein
euch wird das jetzt nicht gefallen, ihr Waukengutmenschen, weil ihr jetzt mal die Wahrheit erzählt bekommt, die ihr nicht hören wollt. Es ist überheblicher, schlecht gemachter, gestellter Meinungsjournalismus, bei dem die Aussage feststand, bevor auch nur eine Sekunde Film aufgenommen wurde. Zumindest meine Meinung. Und man hat sich halt, auch in meinen Augen, die Protagonisten hier zusammengecastet. Echte Begegnungen sind deswegen auch sehr selten. Und das ist halt schon unfassbar schade. Ja, weil es eine verpasste Chance ist, einfach mal wirklich ein Bild zu zeichnen, wie es wirklich in der Realität ist. Weil über dieses Thema mit offenem Visier zu sprechen, wäre so wichtig. Weil die Medien dieses Thema zum Wohle der AfD und der Union seit Jahren immer wieder hoch und runter eskalieren, während viele andere Themen im Land irgendwie medial ignoriert werden oder klein geredet werden. Obwohl sie genauso schlimm oder vielleicht sogar noch schlimmer sind. Und hier einfach mal hinzugehen und zu sagen, ja, also schaut mal her, hier gibt es ein Problem. Und hier werden in Deutschland nachweisbar Fehler gemacht. Und es ist wirklich wichtig und richtig, hier hinzusehen. Aber der eigentlich gute Ansatz von Klar scheitert halt hier. Weil es außer vielen emotionalen und voreingenommenen Aussagen, sehr selektiv ausgewählten Zahlen und einem klaren Framing halt nicht viel zum Holen gibt. Und das ist halt schade. Es gibt halt hier keine Antworten. Man lässt die Menschen einfach mit so einem leeren Gefühl im Bauch zurück. Schließt die Folge mit dem Vater vom Anfang, wie er Kuchen zusammen mit Messdienern seiner Gemeinde isst. Und dort gibt es dann wieder Tränen. Im Journalismus sagt man zu sowas, das ist eine Klammer, weil es zum Anfang der Geschichte zurückführt und sie quasi rund macht. Aber hier ist eben nichts rund. Es ist vielmehr nur eine Einkapselung von einem Thema, welches man extrem aufgeladen hat und jetzt so halbgar wieder abschließen möchte. Weil halt jetzt ist die Laufzeit der Folge vorbei. Es ist quasi wie so eine Hasstablette, die jetzt der Zuschauer schlucken darf, so nach dem Motto, guten Appetit. Also die Idee war gut. Und Kritik an unserer Asylpolitik ist hier angebracht. Weil hier, wie gesagt, viel zu viel auch wirklich falsch gemacht wird. Allein, dass die Behörden nicht miteinander reden, ist ein riesiger Bockmist. Und wir bezahlen einen extrem hohen Preis dafür. Doch die Umsetzung scheitert halt dann beim NDR an der eigenen Voreingenommenheit, wie es scheint. Also war es ein Mensch mit Migrantenhintergrund. Natürlich. Ja, und damit möchte ich noch ganz kurz zum Kollegen Huch springen. Weil viele von euch haben ihn auch erwähnt und haben gesagt, hey, der hat ein Video gemacht. Eigentlich hat er aber kein Video gemacht, sondern er hat einen Teil seines Streams rausgeklippt und hat daraus ein YouTube-Video gemacht mit dem Titel ARD zeigt endlich den Kontrollverlust des Staates bei der Migration. Aber ich will jetzt in diesem Video jetzt nicht einen Streamer zeigen, der auf ein YouTube-Video reagiert. Das wäre so ein bisschen Matroschka-Puppen-Style. Aber was ich sagen kann, als jemand, der Tobias Huch kennt und auch dieses Video und diesen Stream kennt, ich verstehe jeden, der sich darüber wirklich aufregt. Weil Huch schafft es halt auch nicht, Zahlen einzuordnen, wie ihr vorher hier im Video gehört habt, und er stört sich auch nicht am Framing. Stattdessen haut ihr halt nochmal doppelt und dreifach in diese Antisemitismus-Bresche hinein. Auch unter den Flüchtlingen aus Syrien gäbe es Judenfeindlichkeit. Ja, extremer. Da muss man natürlich unterscheiden zwischen den kurdischen Flüchtlingen aus Syrien. Da hast du diese Judenfeindlichkeit nicht in der Form, weil dort nicht diese fanatische Religion gelebt wird. Aber wenn du oder orientalische Christen aus Syrien oder Jesiden aus Syrien, hast du es nicht. Aber du hast es bei islamistisch geprägten Personen aus Syrien selbstverständlich. In einem höchsten Maße. Weil Tobi ist halt wirklich, und das ist ja nicht unbedingt immer schlecht, ein glühender Verteidiger Israels. Und daher muss man natürlich alles, was er sagt, aber auch aus dieser Linse betrachten. Huch sagt, Israel macht nicht viel falsch in Gaza, nur die PR von Israel ist schlecht. Ich für meinen Teil würde aber sagen, wenn du einen ganzen Landstrich in Schutt und Asche bombardierst, Millionen von Menschen vertreibst und dabei fast zur Hälfte Bomben einsetzt, die halt keine Zielunterstützung haben, wie der Economist schon letztes Jahr berichtet hat, dann bist du jetzt nicht unbedingt der Gute. Dann bist du nur ein Mörder in einer anderen Uniform. Meiner Meinung nach. Aber eine Szene aus Huchs Stream ist dann doch schon wirklich süß. Auch wenn sie euch auch vermitteln sollte, dass Tobi hier halt eher Sympathien für eine der eingenommenen Rollen von Klar hat. Genau, das ist Iman Sefati, auch super toll. Oh, er folgt mir. Jetzt bin ich ein bisschen stolz. Durch Zufall angehalten. Das ist schon ein Ritterschlag. Ja, und Tobi wird es vielleicht ja hier jetzt sehen. Daher sage ich an dieser Stelle auch einfach mal, lieber Tobias, es ist ja ehrenhaft, jüdisches Leben zu verteidigen.
Aber es wirkt schon auch komisch, wenn man Menschen für ihre Frauenfeindlichkeit und die Herabsetzung von menschlichem Leben kritisiert und dann in seinem Stream gleichzeitig sowas sagt. Diese Leute, 1, 2, 3, diese 3 Frauen, die würden in Gaza erst vergewaltigt und dann vom Dach geworfen werden. Keiner von denen würde überleben in Gaza. Niemand. Die trinkt Alkohol in der Öffentlichkeit. Die hat kurze Sachen an. Die würde als Kahba. Das erste würde sein Kahba, würden sie sagen. Dann wird sie vergewaltigt und dann wird sie getötet. An Seite, Linke und Islamisten. Das sind keine Linken. Ja, das hier. Das ist so eine Unverschämtheit. Solches widerwärtiges Scheißgesindel. Die haben nichts mit Jinjian Azadi zu tun. Sie spucken darauf. Ja, aber ihr merkt schon, oder? Für die Wütenden, da ist klar eine grandiose Projektionsfläche, weil sie ihre Wut, ihr Weltbild und ihre Ablehnung hier bestätigt finden. Er geht auch heute wieder über Umwege nach Hause und hofft, dass die Gesellschaft dieses Problem endlich breit diskutiert. Und über so etwas regen sich Leute auf, über diese gute Doku. Das ist herausragend gut. Herausragend gut. Dafür zahle ich Rundfunkgebühren. Ich habe jetzt 18 Minuten großartige Inhalte. Daran ist erstmal auch gar nichts falsch. Weil ich bin vielleicht auch eher geneigt, bei einer Doku über Rechtsextremismus so zu reagieren und zu sagen, ja, das ist auf jeden Fall das Problem. Und ich könnte vermutlich auch einzelne Leute aus Freeze-Frames herausziehen und sagen, hey, schau mal da, das ist ja die Kordai, hey, da ist ja der Schattenmacher, hey, schau mal, das ist der Mitarbeiter von Max Krah und was weiß ich. Man muss halt irgendwann mal auch sagen, als jemand, der Öffentlichkeit hat, allen voran natürlich der NDR, aber auch große Influencer wie Tobias Hoch zum Beispiel, die müssen halt einfach mehr können, als nur plump Parolen und Hass zu replizieren. Und ich erwarte, dass man dann auch klar sagt, ja, wir haben hier ein Problem. Das sind die Gründe, das sind die Folgen und das könnte man dagegen tun. Es ist eigentlich nicht so schwer, so ein Aufbau, oder? Könnte man meinen. Eigentlich. Ja, wobei, beim Thema Flucht und Migration ist es eben super schwer. Weil wir von Menschen reden, von globaler Politik, von Völker- und Menschenrecht, Weltlagen und Dingen, die wir alle hier gemeinsam nicht beeinflussen können. Es gibt keinen Schalter, den man einfach umlegen kann und dann ist alles anders. Auch wenn es einem vielleicht immer so medial vermittelt wird, dass es so einfach wäre, aber die Politiker es nur nicht wollen, weil sie ja böse oder dumm sind. Aber anstatt vielleicht mal zu spalten, zu trennen und zu hetzen, sollte man vielleicht durchaus das Schlechte zeigen, keine Frage, aber ihm dann vielleicht etwas Positives, eine positive Vision und positive Geschichten gegenüberstellen. Warum reden wir so wenig über gelungene Migration und Integration zum Beispiel? Warum reden wir nicht über Menschen, die halt hierher kommen, teilweise noch nicht mal die Sprache in diesem Land sprechen und sich doch auf einmal dann Terror und Gewalt entgegenstellen, weil sie das genauso ablehnen wie wir alle in diesem Land. Auch wenn es medial nicht so behandelt wird, aber es gibt sehr viele große Beispiele aus der jüngeren Geschichte zu diesem Thema. Und warum sagen wir nicht einfach, wie es ist? Die meisten Verbrechen in Deutschland begehen nun mal Deutsche. Weil wir die meisten in diesem Land sind. Und das kann man auch sagen, ohne zu ignorieren, dass Nicht-Deutsche basierend auf ihrer Anzahl überproportional oft kriminell werden. Beides kann man ja sagen und damit Wissen vermitteln. Ohne dabei das alles mit so einer miesen Botschaft mit verbissener Miene zu transportieren. Quasi als Alibi-Moderation. Was jetzt kommt, wird vielleicht nicht jedem gefallen. Weil den Leuten vom NDR wohl selbst irgendwann mal aufgefallen ist, dass ohne diese kleinen Schnipsel der Einordnung das ganze Format noch viel schlimmer geworden wäre. Gleichzeitig muss ich aber euch mal als Community fragen. Ist es nicht auch kindisch, zu einem politisch ganz klar positionierten FDP-Politiker zu gehen und sich darüber aufzuregen, dass der keine linken Positionen feiert und eher Boulevard auf Bildniveau als gut empfindet? Habt ihr gedacht, Tobias Hoch steht über dem Boulevard? Obwohl sein halber YouTube-Kanal gefühlt aus Shurioka-Videos besteht. Tobi hat eine eigene Playlist, nur mit Videos über diesen Internet-Trash-Promi-Influencer-Gedöns, mit über 120 Videos darin. Warum emotionalisiert es euch so, wenn ein Tobias Hoch etwas gut oder schlecht findet? Ihr kennt doch dem seinen Geschmack. Aber apropos Geschmack.
Überrascht es euch, dass die Klar-Folge auf YouTube eines der wenigen Videos der Tagesschau ist, bei dem die Kommentarfunktion nicht deaktiviert ist. Nicht deaktiviert. Weil die Tagesschau hat die Kommentare zuletzt bei einem Video deaktiviert, wo es darum ging, dass Gamer bei der ESA-Mondmission helfen. Bei Klar aber wiederum gibt es über 6000 angezeigte Kommentare. Und ab jetzt wisst ihr, was Phase ist. Die Blauherzen von der AfD sind eingefallen. Und weil sie diesmal Lob und nicht Kritik im Gepäck hatten, dachte man sich wohl beim NDR und ARD, hey, geil, die lassen wir stehen. Und wenn euch langweilig ist, schaut euch die Kommentare einfach mal so ein bisschen an. Es ist Comedy Gold pur. Ja, man merkt inzwischen halt doch, dass die AfD inzwischen in den Rundfunkräten sitzt, oder? NDR, das ist jetzt nicht nur der Norddeutsche Rundfunk, sondern auch Narrative der Redaktion. Das ist doch auch schön, oder? Okay, so, und jetzt habe ich euch aber wirklich schon genug Zeit gestohlen. Und deswegen sage ich jetzt ganz einfach mal, danke fürs Zuschauen und danke für eure vielen Nachrichten. Und wenn ihr gleich weiterschauen wollt, schaut mal hier, Überraschung, Elon Musk ist ein beschissener Vater. Aha, wer hätte denn das gedacht? Aber bevor ihr geht, lasst gerne noch ein Abo da. Wir sehen uns bald wieder. Vielen Dank, bleibt untot, euer Wolfi.